Hallo Welt, da sind wir wieder. Ja, wir haben die Aufgaben erledigt für Dash und wir wollen mal sehen, ob wir ihn nochmal treffen. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Na, dann nehmen wir diese Leiter hier. Mir nach. Oh. Ein Slugschläger. Guten Tag. We don't toss troublemakers out of airlocks. We just throw them over the edge. Oder so, ja. Dash. Na, wie geht es dir? Schmeckt's? Hope the job's coming along well. No sign of the constable, which really makes me more nervous. Eine Lieferung fragwürdiger Waren, zugestellt und unterschrieben. Excellent. Let's divvy up the payment 3 ways and we can consider this matter settled. Ach was, ich dachte, das wäre für mich alles. Oh mein Gott. Darf ich das nicht behalten alles? Durch 3? Ich habe die ganze Arbeit gemacht, während ihr Däumchen gedreht habt. Ihr könnt euch glücklich schätzen, überhaupt was zu bekommen. Hier sind 1000 Bits. Ja, eigentlich ja schon. Wir haben über 3000 bekommen. Das wäre zu wenig. Wir haben ja schon 1200 bezahlt als Bestechung, damit wir da rankommen an das Paket. Nichts da. Ich habe euren Job für euch gemacht, also streiche ich auch den Lohn dafür ein. Was? Echt? Naja, gut. Plus, minus 0, wir haben die Erfahrung mitgenommen. Thank the law. Should be just enough to get Cass out of her damn cell. I guess breaking even is better than leaving with your partner in the clink. You might not be Hawthorne, but you can sure resolve a problem like he could. Maybe better. Thanks again for all your help. Das war's. Wir sehen uns wieder. Es gibt einen neuen Auftrag oder so. Thanks again for the help. Oh, schade. Warum guckst du so? Haven't seen you around before, but that ain't no problem. All are welcome at the Copper Bottom Cantina, so long as their bits are good, huh? Can I get you something? Was hast du denn vom Fass? Na, ist dir irgendwas Interessantes passiert? Nah. No, but some folks have been saying there was some kind of fight between a mechanical and some spacers last night. I didn't see it myself, and seems far-fetched. Deputy Wine Taster ain't exactly prone to wandering, nor are most other mechanicals that I'm aware of. There's a new Void Dan burn on my nice clean floor, but I think it's the doing of one of my customers. Wie endet man jemand wie du in dieser Bar? Yeah, so you notice that I'm a little off kilter, huh? Damn if it ain't been a while. I'm too old to run around anymore, but in my heyday, I used to play for the Rangers. In welcher Position hast denn du gespielt? Position? I don't know. Got hit in the melon a lot, so I ain't the best in the memory department. Actually happened so often it became a specialty of mine. Vom Ball erwischt zu werden war deine Spezialfertigkeit? Yep, Ernest the Bean Padilla, they called me. At least I think that's what they called me. League leader in hit by serves 2 years in a row. Folks started competing to see how many times they could hit me in a match. Called it quits not long after that. Ain't safe to take that many blows to the head. Oh, ja, wohl nicht. Und dann bist du nach Eridanos gezogen, nachdem deine Spielkarriere vorbei war. Ich verstehe. I came out to coach the Rangers during training camp, but after a while I had trouble remembering which player was which.
Slug lets me bartend instead of recommending me for early retirement, for which I'm most grateful. I'd hate lying around like a deadbeat. Mann, oh Mann, was für eine spannende Geschichte. Zu keinem einzigen Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, als ob mich mein Lebenswille verlassen würde. Wie ist es hinter der Bar im Vergleich zum Wurfball? Lot less being thrown at my head. Still some, but a lot less. I miss getting to stretch my legs, but that's old age for you. Anyhow, I think I've talked plenty now. Is there something I can get you? Na, dann zeig doch mal, was du hast. Keine Waffen, keine Rüstungen. Lecker essen und so. Okay. Wollen wir irgendwas verkaufen? Och, eigentlich ja, den Schrott. Und schon verkauft der Schrott. Oder wir können es zurückkaufen. Ah, nein, danke, das reicht. Und das war ja jetzt nicht so viel. Na? I tried a little Spectrum Brown. Tastes great once you get past the dead slug in every bottle. Tote Schnecken. Wow. Und was machst du hier so? Huh? Hey. Move along. Okay. Guten Tag. Why'd Helen have to go and die in our hotel? We don't need that kind of notoriety. Ja, schön, dann sollte es doch mal weitergehen mit uns. Wo ist unser Ziel? Tathaus ist nicht unser Ziel. Unser Ziel, oh, ist der Prinz des Wurfballs. Suche Bertie im Raumhafen. Die Hinweise, die du in der Wetterstation des Steuerhauses gefunden hast, lassen vermuten, dass Bertie vorgehabt hatte, sich dort mit dem Maskottchen zu treffen und sich nun in der Kantine des Raumhafens versteckt. You seen those workers by the orchards? Those smiles are gonna haunt my nightmares. Oh mein Gott, echt? Das ist aber nicht so schön. So, wie wär's, wenn wir uns mal verkleiden? Kopf des Ranger-Maskottchens von Riso. Rüstung 31, Stufe 32, Rüstungstyp Kleidung. Fertigkeitsbonus, Blocken plus 10, Inspiration plus 10. Dieser einzigartige Helm wurde von einem gewissen hyperaktiven Maskottchen getragen. Im Inneren befinden sich noch ein paar Blutspritzer. Naja, also vermutlich ist es Blut. Verkaufserlös 375 Bits, Gewicht kein Gewicht, Zustand 100%. Nun, wir tragen aber auch eine ziemlich gute Rüstung, sehe ich gerade. Taktischer Körperpanzer, verbesserte Härtung, Rüstungsgewicht kinetisch 5, reaktiver kinetischer Schild, Projektor, Jagdausrüstung, Fernkampfwaffen, Fertigkeiten plus 5 und Rucksack, Tragekapazität plus 220. Ja, ich glaube, das lassen wir mal. Und dann diesen Zylinder haben wir noch.
Fertigkeiten +5 und Überzeugen +7. Aber vielleicht verzichten wir mal darauf. Wo ist denn das andere passende Stück dazu? Gepanzerte Wurfballuniform? Das ist es eigentlich nicht. Wir bräuchten eine Ranger, irgendwas. Plate, Herbstkollektion. Och, wir versuchen es mal ohne. Oder? Ja, das sieht man jetzt nicht so gut. Ah, das sieht man jetzt gar nicht. Egal, wir schaffen das auch so. Wir sind doch tough. Erkannt. Du bist das also. So, wo kann ich mich setzen? Gar nicht? What do you want? Du bist Black Hole Bertie. Richtig? Not so loud! How'd you know it was me? Entschuldigung, hätte ich das nicht sagen sollen? Ich bin Inspektorin und verdammt gut in meinem Beruf. Hast du eine Ahnung, auf wie vielen Wurfballplakaten deine Visage zu sehen ist? Entschuldigung, hätte ich das nicht sollen? That's what the disguise is for. I'm in no mood to sign autographs, and I hate disappointing fans. So I'm lying low. You know, incompleto. Inkognito. Könnten wir antworten, es ist ein sehr hübscher Hut. Du bist ungefähr so gut verkleidet wie ein Spread mit einer Perücke. Gütiges Gesetz, Mann. Glaubst du, dass die Leute hier dich nicht erkennen? Das ist ein hübscher Hut. Yeah, it really draws attention to you. I never would have noticed the hungover-looking fella in the corner of the cantina was Black Hole Bertie if you weren't wearing that hat. Oh, what's it matter? Helen's gone. She's gone and nothing I do will bring her back. I've been trying to find who did this. That's what she would do. Track down the killer and bring them to justice. But I'm stumped. And not very clever. Being bright was always Helen's thing. Na, vielleicht kann ich ja helfen. Ich wurde angeheuert, um Helens Morde aufzuklären. Oh, so you're the inspector. Hope you have more luck figuring things out than me. You probably want to ask me some questions, huh? I'm sure you're asking everybody questions, so you can find Helen's killer. So, how do I help? Und was hast du in der Nacht getan, als Helen starb? I was getting blotto with the rest of the Rangers. Entsorgt? You know, soaked, muddled, preserved. Blutered, half shot, void lush, on the Byzantine swizzle. Starry. 1 bit down, 3 bits up, spread across the spectrum. Top heavy. Should I go on? Hä? Ich verstehe es, ja. Er hat getrunken. Vielen Dank, New Yorker. Was? Drunk, Captain. The team noticed I was in a bad way when I got back to the hotel. When I told them Helen and I were Splitsville, they wanted to cheer me up. We were up the pole afore evening. The hotel staff said we was bothering the other guests on account of all the crying and yelling and practice body tackling. Zeke said we should move elsewhere, get some air. Aha. Wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Wo seid ihr denn hingegangen? We ended up at the Wilderness Exploitation Reserve. I think somebody wanted to pet a woolly cow. There was this one cow off away from the others. Zeke figured it'd be a laugh to get her drunk. One thing led to another, and I think we might have maybe, you know, stolen her.
Die Wollkuh auf der VIP-Etage war also von euch. Aber wozu habt ihr eine Kuh geklaut? Ja, weil es mit ihr einen saufen wollten. Was stimmt mit euch nicht? Also war die Kuh von euch. Oh, wow! That's real clever of you to figure out. Ja. Helen would have liked you, I'd wager. Say, is the cow okay? Sehe ich wie ein Wollkuharzt aus? Nein. Ihr habt eine Wollkuh betrunken gemacht. Wollkühe sollten nicht betrunken sein. Ja, doch, ihr geht's wahrscheinlich gut. Ein bisschen verkatert, aber naja. That's good. I hope she doesn't have a hangover or nothing. My memory's a little muddled after that. I guess me and the team got split up, because I know I was on my own at the pilot house for a time. Könnte das irgendwer im Steuerhaus bezeugen? I reckon not. See, I went to the weather station. I was looking for where Helen stashed her datapad for safekeeping, right? She'd asked me to get it, mind. I wasn't stealing. I'm no thief. Naja, hast du es denn gefunden? Sure did. Only there was a guard out there who found me. She started yelling about how I was trespassing and in serious trouble. Thing is, it was real dark out there. So dark, she couldn't tell who I was. Oh, was hast du getan? Sicher, dass die Wache dich nicht identifizieren könnte? Real sure. It was dark as night gets. Plus, I've got small veins. Anyway, I didn't much feel like trying to explain why I was out there, or why I was drunk, and holding someone else's datapad, and also maybe crying a little, so I booked it. Ran like the Rangers were down by 3, and I just bronzed the toss ball in the Friday zone. Naja, du bist jedenfalls nicht Richtung Sonntagszone gesprintet. Wo bist du hin? Hat dich sonst irgendwer gesehen? Denk gut darüber nach. Egal wer, egal wo. Yeah, I mean, no. Nope. No one else. Ach komm schon, Mann, Bertie, wer war's? I don't want to tell you. I'll get in trouble. Genau, keinen Zeugen zu haben, bringt dich noch in viel größere Schwierigkeiten. Was meinst du, Pavati? Spielen wir ein bisschen guter Inspektor, böser Inspektor? Uiuiui, ausgerechnet mit Pavati? Du steckst bereits in Schwierigkeiten. Kennst du Nyoka? Oh. Keinen Zeugen zu haben, bringt dich in noch viel größere Schwierigkeiten. Look, I talked to Auric, okay? Auric West. Hangs out around the spaceport. He's the one who taught me the breathing exercises I use to calm down. Ja, danke. Dann statte ich also Auric mal einen Besuch ab, ja? That sounds like a good idea. So now you have the whole story. After I talked to Auric, I went back to the hotel.
Woke up the next morning with Helen's datapad in my hand and the hangover to end all hangovers. Don't know if I'll ever drink again. Das mit dem Picknick hätte ich ja schon ganz gerne gewusst, aber naja. Puh, du hast in letzter Zeit echt einiges durchgemacht, oder, Bertie? Ach so, ja genau. Hast du ein paar Tipps gegen den nächsten Kater, New Yorker? Sure. Get yourself a bit of taro blood, whisk it in a bowl with an egg and crushed caffeinoid, hold your nose and drink it straight. And the next time you drink, avoid the darker stuff. I'll, have to think about that one, ma'am. Anyway, you ought to take Helen's datapad. Maybe you'll have better luck understanding her notes. Either she was writing in code or I'm dumber than a bag of hammers. I tried for hours to crack her notes, but it's like I said. Being bright was Helen's thing. Also deine Erzählung weist immer noch große Lücken auf, Bertie. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Blackout als Erklärung dafür reicht. I know that. But you gotta believe me. I would never hurt Helen, no matter how drunk I was. You could preserve me in Spectrum Brown and I wouldn't even look at her funny. I want to help you find her killer, Inspector. I knew Helen better than anybody. And it could be handy to have a guy like me around, in case anybody gives you trouble. Naja, genau. Ich kann einen Verdächtigen nicht an den Ermittlungen teilhaben lassen. Ja, das geht eigentlich nicht. Ich bin ja der Typ, so ein einsamer Möter. Wenn du hier anfängst, Zeugen zu bedrohen, werfe ich dich höchstpersönlich ins Gefängnis. Ja, tut mir leid, Bertie, aber es wäre besser, wenn du dich da nicht so einmischt. I get it. I'll head back to the Grand Colonial then. Unless you need me for anything else? Ja, ich habe noch ein paar Fragen. What do you want to know? Wegen Helen. What about her? Wie war denn eure Beziehung? Hatte sie Feinde? Das ist doch viel interessanter. Rival actresses, maybe? I don't know too much about the motion picture industry. Except for Helen's pictures, obviously. Those I probably know by heart. Seen them about 100 times each. Ja, warum habt ihr euch getrennt? Wie war denn eure Beziehung so? Look, you and me, we both know I'm a big, dumb tossball star, right? That's what I'm good at. Rizzo's knows it. The fans know it. Helen, she saw me as more than that. She saw someone who had more to offer than big muscles and a signature black hole stomp. Being with Helen was magic. She was magic. There ain't good enough words for something as special as what we had together. Ja, warum habt ihr euch getrennt? I wish I knew. Must have been something I did. At the picnic, Helen just kept saying she didn't want to drag me into her world. Maybe one of the higher-ups in motion pictures was giving her trouble over us? I don't know. I tried to understand, but I don't. Na schön, da haben wir was übers Picknick gehört sogar. Okay, tatsächlich würde ich dich noch was anderes fragen, ganz gerne. What do you want to know? Wegen Auric West. Yeah? Was macht der so? Auric's a businessman. He sells stuff you can't get elsewhere. You know, alternative stuff. We're talking sort of science, crockery, whole supplements. Entensalben? Ja, ich verstehe. Und wieso würde man bringistische Mittel kaufen?
Maybe putting effort accelerators in your body isn't always the right call, you know? Maybe there are other options. Maybe I don't take all the accelerators Rizzo's pushes on me. Vielleicht ignoriere ich die letzten Worte einfach, damit du nicht mit Rizzos in Schwierigkeiten kommst. Ja gut, verstehe schon. Du willst nicht, dass deine ungewöhnlichen medizinischen Ansichten rauskommen. People get worked up about this kind of thing is all. Not that my personal business should be any concern of theirs. Yeah? Na gut, wo finde ich ihn? Oric hangs around the spaceport most days. Since he's not here at the bar, he's most likely over by the buy-up bunks at the shipping yard. Naja, so nebenbei, wie ist es denn so, ein berühmter Wurfballspieler zu sein? Tossball was, is, and always will be the greatest game in the universe. And I would give it up in a heartbeat to have Helen back. Das reicht dann erstmal. Ja, was meint ihr so dazu? Was meinst du? Hast du noch Durst? Siehst aus, als hättest du schon einen gekippt gerade heimlich. So it ain't the boyfriend after all. Color me shocked. Ja, wir reden später nochmal, oder? Ja, manche trinken heimlich viel, ich trinke unheimlich viel. Oh, Moment, wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.